Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe hier aus Doktorchens Keller. Heute Teil 3 der dreiteiligen Mixer-Serie zum Kurzüberblick über analoge Mixer, zumindest über die Grundelemente. Diese Sektion hier haben wir letzten Endes noch nicht besprochen. Hier steht Solo. Wenn ich den jetzt drücke, werdet ihr überhaupt nichts hören. Ich höre jetzt tatsächlich nur diesen Synthesizer, ihr hört dazu die Bassdrum mit. Warum ist das so? Weil sich dieser Solo-Knopf tatsächlich nur auf den Kopfhörer bzw. den Control Room Mix bezieht. Da aber ihr über den Main-Out abhört, hört ihr diesen Unterschied nicht. Tatsächlich ist das einfach dafür da, dass ich zum Beispiel, wie wir es beim letzten Mal hatten, jetzt hier diesen Kanal einzeln abhören kann, um den Pegel einzustellen. Dafür gibt es diesen Solo-Knopf. Mute wirkt, wie man merkt, auch auf den Main-Out. Damit kann ich einzelne Kanäle letzten Endes einfach stumm schalten. Pan steht für Panorama, wie jetzt dieser Drehregler hier. Mitunter steht auch Bell für Balance dran. Damit kann ich festlegen, ob das Signal links oder rechts zu hören ist oder eben, wenn er in der Mitte steht, auch in der Mitte. Oben drüber, hier ist es ein ganz einfacher Dreiband-Equalizer. Tiefen kann ich verstärken, kann ich rausnehmen. Dasselbe für die Mitten und die Höhen. Hier oben, da steht AUX 1 und 2 dran. AUX steht wie so häufig für Auxiliary, also Hilfe mehr oder minder. Diesen beiden Knöpfen hier sind zwei Ausgänge zugeordnet. Die befinden sich hier oben, die sieht man jetzt unter dem Kabelwust nicht. Ich blende euch ein Foto ein. Mit diesen beiden Reglern, also der AUX 1 ist für den Send 1 und der AUX 2 ist für den Send 2. Und damit kann ich letzten Endes eine separate Mischung machen, geht es also wirklich um Lautstärken für diese beiden Mono-Ausgänge. Wofür braucht man das? Es gibt zwei Anwendungsfälle. Anwendungsfall A ist ein Monitoring-Mix. Das heißt, wenn ich jetzt eine Band mische oder aufnehme und möchte dem Sänger etwas anderes auf den Kopfhörer geben als dem Bassisten zum Beispiel. Das ist für unseren Anwendungsfall mit, wir wollen unsere Synthes zusammen mischen, aber eher irrelevant. Wesentlich wichtiger ist die zweite Variante, wofür ich das nutzen kann, nämlich um Effekte einzubinden. Und zwar nicht irgendwelche Effekte, sondern sogenannte Send-Effekte. Im Beamtendeutsch heißen die auch Zumischeffekte. Was für Effekte sind das? Nun ja, Hall ist so ein klassisches Beispiel. Delay wäre auch ein klassisches Beispiel. Also letzten Endes Zumischeffekte, wo ich nicht das komplett effektierte Signal haben will. Also wenn ich irgendwie ein Signal durch einen Hall schicke, möchte ich ja nicht, dass ich nur das Hallsignal höre, sondern ich möchte das verhallte Signal zumischen. Manche Plugins zum Beispiel im Rechner haben dafür einfach einen Dry-Wet-Regler. Damit kann ich justieren, wie viel Hallsignal ich hören will oder nicht. Ähnlich funktioniert das jetzt hier über diesen AUX. Ich habe jetzt am AUX 2, man sieht auch, die sind ja alle unterschiedlich weit aufgedreht, ein Hallgerät angeschlossen. So, und jetzt kann ich über diesen Regler festlegen, wie viel Hallsignal ich haben will. Drehe ich den ganz zu, habe ich überhaupt keins. Drehe ich ihn sehr weit auf, habe ich sehr viel Hallsignal. So, und das kann ich jetzt eben für jeden Kanal separat machen. So, wir sehen jetzt an der Stelle ist der Hall, das heißt, ich kann ihn hier auch nochmal lauter und leiser machen oder auch muten. Der ist jetzt in Stereo. Alldieweil diese Effekte
eigentlich immer Stereo sind. Also Hall enthält Stereo-Informationen, was ich vorhin sagte, Delay beispielsweise auch. Also gerade wenn wir an ein Ping-Pong-Delay zum Beispiel denken, das also links, rechts. Dafür brauche ich eben auch links und rechts, sprich ich brauche einen Stereokanal. Es gibt jetzt zwei Varianten, wie ich das Signal aus meinem Hallgerät wieder zurückkriege. Weil letzten Endes ist hier an diesem Send 1, also das ist ein Ausgang, der Eingang meines Hallgeräts angeschlossen. So, damit habe ich das Signal aber ja erstmal ins Hallgerät geschickt. Ich muss es jetzt ja irgendwie wieder zurück in mein Mischpult kriegen, damit ich es auch mithören kann. Variante A ist das, was wir hier sehen. Ich habe einfach einen Kanalzug dafür genommen und habe dort mein Hallsignal reingeschickt. Vorteil an dieser Variante ist, ich habe eben wieder einen Equalizer, den ich hier nur für das Hallsignal verwenden kann. Das heißt, ich kann festlegen, okay, die Hallfahne letzten Endes soll halt keine Tiefen haben, zum Beispiel, und das ist genau das, was ich hier eingestellt habe. Die andere Variante, die nicht alle Mischpulte bieten, dieses hier schon, ich zeige wieder ein Foto, weil man es nicht sieht, es gibt sogenannte Send- oder Aux-Returns. Das sind dann tatsächlich Stereo-Eingänge im Regelfall, also die haben dann halt 1, 2, beziehungsweise links, rechts, damit ich einen Stereo-Effekt mit anbinden kann. Und dafür habe ich dann auch nochmal separate Drehregler. Der hier wäre im Prinzip für den Send Return 1 und der hier für das, was hier über die 2 rausgeht, beziehungsweise dann eben wieder zurückkommt. Diese Return-Geschichte findet man allerdings gerade bei sehr kompakt gehaltenen Mischern mittlerweile nicht mehr so sonderlich häufig. Das heißt, da wäre dann die einzige Möglichkeit, wie man es machen kann, so wie ich es hier auch gemacht habe, über einen entsprechenden Stereokanalzug zu gehen, den ich dann allerdings quasi verliere, weil ich da eben keine Synthesizer weiter dran anschließen kann. So, damit sind in 3 Videos quasi die wichtigsten Funktionen eines analogen Mixers abgehakt. Man kann das natürlich wesentlich weiter treiben. Es gibt gerade große Studiomischpulte, haben noch jede Menge Zusatzfunktionen. Wenn euch solche Sachen interessieren, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Ich kann da auch gerne noch ein bisschen Content dazu machen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video, nächste Woche Mittwoch. Damit ihr das nicht verpasst, abonnieren und die Glocke läuten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Like da oder schreibt unten etwas in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Es gilt wie immer, gehabt euch wohl.